herzlich willkommen zurück zu The Room 3. Ich hoffe, dass wir es in dieser Folge schaffen, aus Greyholm zu entkommen und den verdammten Meister auszutricksen. In der letzten Folge hatten wir das hier bekommen. Genau. Das war für oben das Geländer. Okay. Da kann ich durchgucken. Und den Schlüssel formen. So, wofür ist dieser Schlüssel jetzt? Oh, stimmt, für den Baum. Nichts wurde gesperrt. Okay, dann gehe ich mal nochmal in den Baum rein. Vielleicht ist da was passiert. Okay, das heißt, ich muss den jetzt noch andersrum drehen. Okay, was hat das jetzt gemacht? Hat das jetzt hier, stimmt, auf der anderen Seite, da war so eine Schublade oder sowas drunter. Ah ja, die hat das jetzt entsperrt. Und da habe ich einen weiteren Stein für den Wahrsager. Ein mysteriöses Artefakt. Aha. Ich muss zugeben, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und das ist auch gut, dass ich das gemacht habe, weil da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich habe gedacht, bei dieser Uhr muss man hier erst vielleicht in diese Löcher irgendwas erst noch einsetzen oder irgendwie dieses Penny unten aufbekommen. Aber wenn dieser Zeiger scheinbar auf einer von den auf einer Viertelstunde ist, passiert hier scheinbar irgendwas. Ich hatte keine Ahnung, dass das der Fall ist. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll man da auch drauf kommen? Das ist absolut spannend, hier zu sitzen und darauf zu warten, dass der jetzt die 45 da erreicht. Super, macht absolut Spaß. Spannendes Gameplay. Game Design! Ja, mega. Das Ding bewegt sich übrigens in Echtzeit. Ich habe gerade mal geguckt. Eine Minute ist tatsächlich eine Minute. Das heißt, wir dürfen jetzt noch 3 Minuten warten. Das heißt, ich darf 3 Minuten warten. Ihr habt den Luxus. Das schneide ich einfach raus. Eine Ewigkeit später. Wow.
Hat sich das gelohnt? Absolut gar nicht. Okay. Cool. Ich habe einen zweiten Kristall. Aber ich bräuchte noch einen dritten, so wie es aussieht. Okay, ich habe an der Stelle nochmal nachgeguckt, weil so langsam wird es ein bisschen lächerlich. Und scheinbar kann man was mit diesem Ding hier machen irgendwie. Ja, du kannst es nämlich bewegen, ja. Ich habe versucht damit zu interagieren und es ist nichts passiert. Also von daher bin ich davon ausgegangen, dass ich da erst noch irgendwas draufsetzen muss oder so Shit. Also ganz ehrlich, wie soll man denn darauf kommen, bitte? August. Wieder erwachte ich auf dem Boden der Werkstatt. Auf dem Tisch ruhte eine neue Kiste, an deren Fertigung ich mich nicht erinnern konnte. Erschuf ich sie oder träumte ich diese Werke bloß? Eines steht fest. Irgendetwas lenkt meine Hand. Wer hält die Fäden des Puppenspielers? Okay. So, da haben wir den dritten Kristall. Aha. Okay, das scheint wieder... Ah, ich muss wahrscheinlich dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Das scheint wieder so was Ähnliches zu sein, wie als wir auf dem Mars waren. Aha, noch ein Artefakt. Okay, ich habe überlegt, ob ich dafür vielleicht einfach durch die Tür gehen muss. Und ich hatte recht. Ich habe sicherheitshalber nachgeguckt, aber ich muss durch die Tür gehen. Und da kann ich dann diese Artefakte benutzen. So, jetzt muss ich den ganzen Kram hier halt nochmal machen. Das werde ich, denke ich mal, rausschneiden, weil ihr das ja schon gesehen habt. Genau, und hier an die Formen habe ich mich noch erinnert. Hier kann ich jetzt nämlich das einsetzen. Oh, und wir tauschen die Tür aus.
Alles wird zerstört. Tausend Karten studierte ich gewiss. Greyholm ist nicht nur verschwunden, es hat nie existiert. Bisweilen zweifle ich an meinem Verstand und andere pflichten mir mittlerweile bei. Dieses Abenteuer könnte für mich in der Irrenanstalt enden. Doch wie dem auch sei, ich entfleuche den Krallen der Neugier und das Leben kehrt in mich zurück. Der Sog, der mich einst anzog, ist verschwunden. Ich spüre ihn nicht mehr, ich fühle mich frei. Ob es wohl je einen Quell des Nullelements gab? Oder war es nie mehr als ein Köder, eine Falle? Ich weiß, dass ich es nie wissen werde. Und dieses Wissen, es ist die süßeste aller Freuden. Glückwunsch, du hast Room 3 zum zweiten Mal abgeschlossen und die Folgen deiner Handlung erlebt. Aber es warten noch andere Enden auf dich, ja. Escape. Das Fluchtende haben wir damit geschafft, aber wir wollen uns natürlich auch die anderen noch angucken. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt noch einmal machen und dann das andere Artefakt einsetzen. Damit setzen wir das ein. Okay, das Wetter hat sich scheinbar auch plötzlich verändert. Das sieht sehr ähnlich zum zweiten Ende aus. Allerdings kein Vogel, das Wetter ist deutlich schlechter. Ich weiß nicht, ob du diesen Brief erhalten wirst. Ich weiß bloß, dass der Wächter meine Bestechung annehmen wird. Du musst unverzüglich herkommen. Als wir das Portal öffneten, wartete etwas. Es hat schon immer gewartet und nun ist es hier. Der Untergang ist nah. Mir ist bewusst, dass ich dein Vertrauen nicht verdiene. Doch bitte vertrau mir. Du bist der Einzige, der helfen kann. Du bist der Einzige, der Bescheid weiß. Du bist der Einzige, der mir glaubt. Ich bin in Bethlehem. Such mich. Okay, was ich mich so ein bisschen frage, wer schreibt diese Briefe? Das ist auf jeden Fall nicht der Meister. Das ist eine andere Schrift. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie die Schrift von AS aussah. Könnte das AS sein? Das könnte ich mir vorstellen. Aber AS hat seine Briefe eigentlich immer mit AS unterschrieben.
Gut, aber ein Ende haben wir noch. Das heißt, im ersten Ende werden wir einfach vom Meister eingesperrt. Und sind für alle Ewigkeit in dem Irrgarten gefangen. Im zweiten Ende schaffen wir es zu entkommen. Im dritten Ende schaffen wir es auch zu entkommen, aber lassen gleichzeitig irgendetwas frei. So, und hier für das letzte Ende muss ich jetzt den da draufsetzen. Und hier kann ich das auf der Rückseite aufschrauben. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Knopf jetzt drücken muss. Ich glaube mal nicht. Dann setze ich das andere noch ein. Und jetzt erscheint hier eine andere Tür. Okay, kann man nicht wirklich eine Tür nennen eigentlich, aber so eine Art Portal. Und das sind diese Gebäude auf dem Mars. Okay, also sind wir jetzt auf Mars. Ja, nee, ist klar. Natürlich, was auch sonst ist, absolut logisches Ende. Glückwunsch, du hast sämtliche Geheimnisse von Greyholm entdeckt und endlich alle Enden von The Room 3 erlebt. Wirklich beeindruckend, wie engagiert du warst. Fireproof Games zieht seinen Hut vor dir. Ja, vielen Dank. Und das war's dann auch mit The Room 3. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder oder vielleicht in The Room Old Sins, dem Nachfolger, wenn der irgendwann mal auf Steam erscheint. Aktuell ist er noch nicht auf Steam erschienen. Aber sobald er das tut, werde ich den natürlich auch spielen. Ja, und dann würde ich sagen, bis dann.